So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es eine neue Log-Vorstellung. Nein, falsch! Es gibt eine Vorstellung einer Zugpackung. Und zwar die Zugpackung Kerosin-Transport in der Epoche 6 mit der Nummer 26077 von Märklin. Mal was anderes, kennt ihr wahrscheinlich von mir gar nicht. Normalerweise wäre jetzt, wie gesagt, eine Log-Vorstellung oder irgendeine 218er hätte ich euch wahrscheinlich gezeigt. Nein, wir wollen ja auch ein bisschen was anderes auf der Anlage haben und auch sehen. Deswegen habe ich mir diese Packung geholt. Eben weil ich schon länger mit einem Kesselwagen-Zug, sag ich mal, liebäugle, auch mit noch ein paar mehr Kesselwägen, um dann wirklich einen längeren Zug auch zu haben. Und dann auch hier gerade mit dem gealterten Set mit der Class 77. Warum nicht, habe ich mir gedacht, obwohl die Geschichte, sagen wir mal so, von der Class 77 beziehungsweise auch 66 mit mir nicht ganz so berauschend ist, weil ich früher als Kind öfter mal oder als Jugendlicher vielmehr öfter mal nach Mühldorf gefahren bin, habe da wirklich das Mühldorfer Bahnleben mit der Hülle und Fülle an V160 Loks oder der Familie, sage ich mal so, kennengelernt. Also auch die ganzen Güterzüge wurden mit 217er oder 225er gefahren. Und dann irgendwann mal plötzlich kamen dann die Class 66 oder 77, das kriege ich nicht mehr zusammen. Also welche Loks das war, auf jeden Fall in dieser Lackierung von der Euro Cargo Rail. Und dann war ich natürlich so, jetzt nur noch in Anführungszeichen 218er da, alle anderen weg, man hat auch weniger Ludmillans gesehen. Was ist denn das für ein Käse, habe ich mir gedacht. Aber mittlerweile im Alter reift man da und sieht dann auch vor der Haustür doch öfter mal eine Euro Cargo Rail Class 77 mit Kesselwegen eben fahren. Da habe ich mir gedacht, warum nicht? Ist einfach mal was anderes und passt auch zur aktuellen Epoche. Und freue ich mich jetzt drauf, mit euch die Packung aufzumachen. Ich habe es nämlich wirklich selber noch gar nicht aufgemacht. Also ich bin völlig oder genauso jetzt heiß drauf, das zu öffnen mit euch. Und dann wollen wir natürlich auch einen Blick in die Lok werfen, weil die hat ja auch einen dynamischen Rauchgenerator. Den kannte ich jetzt bisher nur von ESU. Und jetzt auch bei Märklin bin ich wirklich gespannt und wie es natürlich auch nachher auf der Anlage ausschaut. Und da nehme ich euch jetzt mal mit. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier das Paket auf. Ich glaube, ich muss es dann sogar nach unten legen. So, da haben wir schon einige Sachen. Hier ist alles verpackt. Von dem her, ich würde sagen, gehen wir mal hier auf einen so einen Kesselwagen ein. Weil die sind jetzt ja alle relativ identisch, würde ich jetzt mal behaupten. Aber, also wirklich erstmal schöne Kesselwägen. Ich habe ein paar von Märklin. Aber das ist natürlich jetzt nochmal ein bisschen was Feineres eben mit der Alterung. Deswegen, das gefällt mir immer sehr, sehr gut, weil dann muss man erstmal nicht selber Hand anlegen. Und kriegen sie doch immer gut hin und doch sehr filigran. GATX Railway oder Rail Germany GmbH, genau. Ja, sieht doch gut aus auf jeden Fall. Also freue ich mich drauf. Wie gesagt, da müsste man noch ein paar weitere Waggons dann dazu kaufen. Genau, dann haben wir hier den zweiten Wagen. Aber die sind alle identisch. Würde man behaupten, anders gealtert. Müsste eigentlich dann, ja, die sehen ein bisschen verschieden aus. Ich tue es mal wieder rein. Und dann den letzten, aber ich glaube, uns interessiert alle vor allen Dingen die Lok. Schön, wirklich, gefällt mir immer gut. Solide Kesselwagen. Aber dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal die Lok raus. Ich würde die Packung mal wegstellen, weil wir wollen ja nachher auch einen Blick
in die Lok selber reinwerfen. Und ich fahre euch jetzt mal runter. Und dann packen wir sie mal gemeinsam aus. Hm? Wie gesagt, ich habe noch gar keinen Blick reingeworfen. Und was ich auf jeden Fall jetzt erstmal merke, ist es eine andere Packung. Also sind hier an der Seite sind so Kunststoffseitenverblendungen. Das ist auch cool. Oder Blenden vielmehr. Wahrscheinlich, weil es einfach eine wahnsinnig große Lok ist. Ui. Und dann haben wir hier nämlich noch, wenn ich das ein bisschen mehr nach da fahre, dann haben wir hier noch Anbauteile, so Bremsschläuche. Auch immer schön. Und dann tue ich mal die Lok hier raus. Und tue das mal nach hinten. Wahnsinn. Da lohnt es sich bei der Lok auf jeden Fall auch schlankere Radien zu haben. Also es ist wahnsinnig schwer, erstmal was mir auffällt. Es ist wirklich wahnsinnig schwer. Also das finde ich echt immer cool, weil alles Metall, also auch unten. Cool. Also erstmal wirklich echt Wahnsinn. Hier mit der Beschriftung. Dann hier die ganze Kühlerlandschaft. Hier der Tank, der ist schon echt Wahnsinn. 6400 Liter passen rein. Die Baureihe 247,4. Oben, ich meine, das sind die Klimaanlagen, also gerne verbessern. Und hier haben wir unseren, sag ich mal, unsere Hutze, hätte ich ja schon fast gesagt, unseren Auspuff. Da sind wir gespannt, wie dann der dynamische Rauchgenerator dann so funktioniert. Gut, unten relativ unspektakulär, muss es aber auch von meiner Seite gar nicht sein, dass es dann unten alles ausgestaltet werden muss, weil das sieht man eh nicht. Also von den Seiten ist es eh wahnsinnig detailliert ausgestaltet. Und dann, wenn wir mal die Fronten auch angucken. Ich hoffe, das sieht man. Ja, echt cool. Also mal wirklich komplett anderes. Schön, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr schön. Wirklich sehr gewichtig. Aber jetzt wollen wir erstmal natürlich gemeinsam gucken, wie schaut die Lok von innen aus. Und deswegen tun wir sie auf unsere Lokliege. Diesmal aber von oben. Also und da habe ich, in der Verpackung war nämlich dann noch die Bedienungsanleitung. Und hinten steht natürlich dann auch drin, wie ich die Lok öffne. Und da muss ich anscheinend von der Kühlerseite aus das nach oben heben. Und dann sind da unten drunter 4 Schräubchen. Und ich würde sagen, das machen wir mal gemeinsam. Schauen wir mal. Ah ja. Ach, guck mal, mit Magnet. Guck mal. Hier mit Magneten befestigt. Auch ein cooles Patent. Und da sehen wir sogar schon die ganzen Innereien. Aber ein bisschen weiter können wir schon gehen, würde ich jetzt mal sagen. So. Jetzt haben wir doch mal alles aufgeschraubt. Und es sieht doch echt cool aus. Also ich würde euch jetzt sogar noch mal ein bisschen näher hinmachen. Also wir haben hier Decoder. Hier das Ganze, die Platine, alles soweit. Hier der Decoder, wo auf der Schnittstelle drauf sitzt. Hier der Motor, dementsprechend dann auch. Wir haben hier den Rauchgenerator. Von dem her auch interessant. Jetzt muss ich noch ein bisschen schauen, weil
wir haben hier im Gehäuse, vielleicht seht ihr das, lauter solche Metallplättchen. Das heißt, da greift er nämlich dann auf diese Kontakte hier zu. Das sind Stifte überall und das sind quasi die Plättchen dementsprechend, wo es dann drauf drückt. Also hier die 3 und hier die 5. Und das ist dann für die ganzen Lampen. Also das haben sie auch gut gemacht. Also man hat ja vorne dann die ganzen LEDs und man hat ja hier auch noch die Führerpultbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung und eben dann rotes Schlusslicht und weißes Spitzenlicht. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite genau gleich. Und so greift es letztens drauf und man hat dann letzten Endes die LEDs dann nachher im Chassis selbst oder in dem Gehäuse dann und nicht hier sozusagen, wie es bei den 218ern gelöst ist. Da sind ja die Platinen direkt dann, wenn man es aufschraubt, dementsprechend dann hier vorne dran. Also von dem her cool gelöst. Diese ganzen Kabel, die scheinen dann wirklich dann für den, weil hier auch Heater und alles sowas dann steht, für den Rauchgenerator zu sein. Hier eben wieder für die ganzen Beleuchtungen, also Führerstands-, Führerpult, Beleuchtung, wie gesagt, rotes Schlusslicht, weißes Spitzenlicht, Motorabgriff und das gleiche auf der anderen Seite genauso. Wieder abgeklebt, aber hier macht es natürlich dann Sinn, dass es nicht irgendwo oben einklemmt oder dann oder man die Versuchung kommt, dass es eingeklemmt wird. Hier sogar auch mit Stecker, dass man es lösen kann. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Also hier ist meine Hand im Weg. Und jetzt wäre noch interessant, was mir noch fehlt, ist der Lautsprecher. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo der abgegriffen wird. Der wird wahrscheinlich irgendwo unten der wird wahrscheinlich hier unten drin sein. Genau, ich tue mal die Lok. Ich habe die Lok kurz geparkt und habe mal in der Bedienungsanleitung hinten nochmal geschaut. Also, dass ich euch da keinen Schmarrn erzähle. Und zwar hier seht ihr, das ist das große Teil mit der Abdeckung, die Nummer 4. Also hier mit der Abdeckung, wo wir gerade sind. Und wenn ich hier weiter gucke, dann Nummer 4 Lautsprecher. Also von dem her richtig gelegen. Also wir haben hier unten oder hier hinten dann darunter Lautsprecher mit dem großen Resonanzkörper, das ist immer gut. Und ja, damit haben wir alle Sachen. Ja, also ich bin wirklich erstaunt eben von der Größe von der Lok. Also ist echt cool und auch wie gesagt auch sehr, sehr durchdacht. Deswegen diese technischen Einblicke, die interessieren mich auch immer, muss ich ehrlich sagen. Gerade wie gesagt, die 218er kennt man, aber jetzt hier Class 77 so natürlich dann noch nicht offen gehabt oder auch noch gar nicht besessen. Deswegen schreibt es auch gerne in die Kommentare, ob ihr auch sowas spannend findet, wie das Innere der jeweiligen Lok dann immer ausschaut oder ob man sich das in Zukunft sparen soll. Wie gesagt, ich finde es spannend, aber ich möchte es natürlich auch von euch wissen. So, und ich habe mir noch passend für die Lok nämlich dann so Dampf- und Reinigungsdestillat gekauft, also mit der Nummer 02423. Gibt es aber in anderen Ausführungen. Ich habe jetzt die 250 Milliliter Flasche direkt gekauft. Aber wie gesagt, extra für die Lok. Warum? Kurzer Exkurs. Ich habe mit dem Märklin-Support geschrieben. Eigentlich ist es klar, aber ich wollte es einfach nur mal euch auch mitteilen. Die Loks mit dynamischem Raucherzeuger, was eben jetzt die Class 77 auch hat. Das ist, wie gesagt, für mich auch das sozusagen die erste Märklin-Lok, die das hat. Ja, die dürfen niemals mit dem Dampföl betrieben werden. Also was ja eigentlich für die Seute-Raucherzeuger ist oder gedacht ist. Das habe ich ja bisher, kennt ihr ja, ich habe ja ein paar Dampfloks eben mit dem normalen Raucherzeuger, der nicht dynamisch ist. Und da kann man auch das Dampföl hernehmen, bei den Loks eben mit dem dynamischen eben keineswegs, weil da gehen nämlich die Dampferzeuger kaputt. Deswegen da muss man wirklich dieses Dampf- und Reinigungsdestillat hernehmen. Wie gesagt, gibt es auch verschiedene Nummern, kleinere Variante, alles. Soll auch überhaupt keine Werbung sein, aber einfach, weil ich da noch geschrieben habe, der Vollständigkeit halber, um mich da auch abzusichern. Da, wie gesagt, immer bei solchen Loks das hier nehmen, beziehungsweise man kann sogar auch jetzt das Dampf- und Reinigungsdestillat auch für diese Seute-Raucherzeuger hernehmen. Also man muss da nicht zwei vorrätig haben. Deswegen, ich werde das alte, was ich noch habe, für die Dampfloks hernehmen. Natürlich nur für die Dampfloks, das Rauchöl.
Und dann kann ich alle Loks eben mit dem, deswegen habe ich auch gleich die große Packung gekauft. Nur zur Info und als Tipp für euch, damit ihr lange Spaß an euren Modellen habt, so rum. Und dann aber, jetzt habe ich so viel gequasselt, ich baue die Lok wieder zusammen und wir wollen ja in dem kleinen Filmchen sehen, wie sie denn so auf der Anlage performt. Dann ganz viel Spaß dabei und bis denne!